Bei mir gibt es heute ein leckeres Hähnchencurry mit Mango und Basmati-Reis. Den Basmati-Reis habe ich mir schon einmal gewaschen. Wasser ist auch schon drin. Da kommt jetzt noch etwas Salz dazu. Dann habe ich hier noch 2 Kardamomkapseln, die kommen auch noch mit rein. Die geben dem Ganzen noch eine schöne Fruchtigkeit mit. Und ein Lorbeerblatt. Und den Topf stelle ich jetzt in meinen Reiskocher und lasse den garen. Falls ihr keinen Reiskocher habt, macht das auch nichts. Ihr könnt den auch genauso gut im Topf garen. So, und sobald der Reis fertig ist, geht's weiter. Mein Reis ist gerade fertig geworden und ich fange jetzt an mit dem Braten. Dafür schalte ich mir schon mal die Pfanne ein. Dann habe ich hier die Hähnchenbrust. Die schneide ich einfach in Scheibchen. So in dünne Scheiben. So. Dann mal gerade alles reinigen. Dann geht es auch schon mit der Mango weiter. Die halbiere ich mir jetzt einmal. Falls eure Mango noch nicht ganz reif ist, dann packt ihr einfach so ein paar Tage mit zu den Äpfeln, denn die Äpfel verströmen ein Reifegas, das nennt sich Ethen, und dadurch reift die Mango dann noch nach, falls sie noch nicht reif ist. So, und ich hole mir die jetzt mit dem Löffel raus. Dann schneide ich mir die in Würfel. Dann habe ich noch eine Zwiebel, so, von der reicht mir eine Hälfte. Die schneide ich mir auch in Würfel. Dann habe ich noch eine Zehe Knoblauch, die schneide ich mir auch in Würfel. Meine Pfanne ist inzwischen auch heiß. Da kommt jetzt so ein Löffelchen Butterschmalz rein. Und da drin brate ich jetzt meine Hähnchenstreifen an. Das Hähnchen könnt ihr jetzt entweder mit Salz und Pfeffer würzen oder ich nehme dann meine Gewürzmischung für. Die passt da auch sehr gut. Die Hähnchenbrust lasse ich jetzt ganz kurz richtig schön scharf anbraten. Sobald die Hähnchenbrust dann angebraten ist, kommt die direkt wieder raus aus der Pfanne. Ja. Die ist auch jetzt noch nicht ganz durch und das ist auch beabsichtigt. Ich möchte, dass die nachher nicht so trocken und verkocht ist, sondern dass die auch zum Schluss noch schön saftig ist. In die Pfanne kommt jetzt meine Zwiebeln und mein Knoblauch. Ganz kurz anschwitzen lassen. Und dann kommt auch schon die Mango dazu. Und die lasse ich dann auch kurz mit anschwitzen. Und dazu kommt dann auch gleich mein Curry. Und zwar verwende ich da gerne Madras Curry. Der hat so eine schöne, fruchtige, würzige Note. Und die passt da ganz gut dazu. So. Je nachdem, wie viel ihr da haben wollt, 1 bis 2 so Teelöffel. Und die dann mit anschwitzen. Durch das Anschwitzen gibt das sein Aroma richtig schön ab. Und das schmeckt dann einfach besser. Und man riecht jetzt auch an. Oh, herrlich. Sobald das Ganze dann etwas angeschwitzt ist, lösche ich es mit Hühnerbrühe ab. Und das Ganze lasse ich jetzt einmal aufkochen und würze es auch gleich. Ein bisschen Pfeffer, leicht salzen. Und dann habe ich hier noch Thai Curry Paste. Davon kommt auch noch etwas rein. Nehmt das so viel, wie ihr wollt. Die besteht hauptsächlich aus Chili und Ingwer. Deswegen habe ich jetzt auch keinen zusätzlichen Ingwer mehr mit rein. Und die müsst ihr dann halt eben nach eigenem Geschmack dosieren. Das Ganze lasse ich jetzt so 3-4 Minuten einkochen. Dann rühre ich mir gerade noch ein klein bisschen Stärke an, dass ich das Ganze ein bisschen abbinden kann. Und damit das Ganze ein bisschen sämiger wird, habe ich hier noch Kokosmilch. Da kommt auch noch ein Esslöffel dazu. Oder ein bisschen mehr, je nach eigenem Geschmack. Und dann gebe ich auch schon meine Hähnchen wieder mit in die Soße rein, dass die wieder warm wird und eben noch das restliche bisschen nachgart. Und dann drehe ich die Hitze auch schon aus. Lasse es nur noch ganz kurz ziehen, bis eben das Hähnchen durch ist.
Und dann ist es auch schon fertig. Ihr könnt da jetzt auch ganz wunderbar noch ein paar Lauchzwiebeln mit reinmachen, aber meine Mitesser mögen keine Lauchzwiebeln, deswegen lasse ich die raus. Macht aber nichts, wie gesagt, die könnt ihr bei euch ja gerne mit reinmachen. Dann geht es auch schon ans Anrichten. Hier ist mein Reis, oh, schön fluffig. Da hole ich jetzt meine Kardamomkapseln wieder raus und das Lorbeerblatt. Dann geht es auch schon ans Anrichten. Da kommt jetzt noch mein Hähnchencurry drauf. So. Oh, wie das duftet, herrlich. Vor allem diese Kokosnussmilch, die hat so ein ganz schönes, angenehmes Aroma. Herrlich. Und damit ist mein Mittagessen auch schon fertig. Ich danke dir herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, viel Spaß beim Kochen.